Ja, die Zukunft der Kunst, das können wir jetzt nicht wissen. Also das ist schon mal wichtig zu sagen, dass wenn wir glauben, wir wüssten, wie es weitergeht, dann haben wir verloren. Das heißt, wir müssen einfach suchen, da wo wir wollen, und wenn wir was finden, geht es da weiter. Aber nicht bleiben an der Stelle, wo wir sind. Also ich kenne Viktor und Demetra schon seit einigen Jahren von einem Kammermusikstück, das ich mal geschrieben hatte für Cello und Klavier. Ich schätze so vor circa 5 Jahren. Und als Viktor dann mit Demetra zusammen das Delirium aufgebaut hat, habe ich das schon mit großer Sympathie verfolgt. Es gab einige Projekte vor 2 Jahren schon, bei denen ich teilgenommen habe, und so hat sich dann ergeben, dass wir letztes Jahr schon ein Projekt gemacht haben. Luft hat sich das genannt, also ein thematisches Projekt, bei dem Studierende aus Basel hier auch als Komponistinnen und Komponisten einbezogen waren. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir jetzt entschlossen, so ein Setup zu machen für eine pädagogische Konzertreihe, also wenn möglich jedes Jahr, die wirklich aus dem Geist einerseits der Notwendigkeit, was die Studierenden hier brauchen, gespeist ist, aber andererseits auch aus diesem grenzüberschreitenden Gestus, den das Delirium-Netzwerk hat. Ja, also ich kann da sagen über das Stück, das ich jetzt geschrieben habe, das noch nicht uraufgeführt worden ist, also die Four Hidings, also sozusagen 4 Verschwindungen, ich habe mir vorgestellt, wenn die Musik sich in den Raum auflöst, auch gleichzeitig verbunden damit, dass der Raum dunkel wird, dass man dann ein anderes Hören entwickelt. Das ist auch so eine Grenzüberschreitung in der Wahrnehmung, was für mich eben eine sehr wichtige Sache ist. Wenn sowas sich ergibt, dann freue ich mich. Also habe ich eine Musik geschrieben, die einerseits kaum da ist, also ganz leise und ziemlich statisch, aber andererseits im Detail extrem feine Veränderungen vornimmt. Also technisch ist das rhythmische und metrische Modulationen zwischen verschiedenen Patterns, bei denen man den Unterschied, ob man jetzt bei Achteln ist oder Triolen, nicht mehr wahrnehmen kann. Und verbunden ist das einerseits mit dem Ensembleklang, andererseits mit Naturklängen, nämlich Wasser. Und Wasser für mich hat eben ganz verschiedene Konnotationen und Sphären. Einerseits ist es einfach nur Natur, was schön klingt. Andererseits haben die Tropfen des Wassers auch Eigenschaften, die man musikalisch nennen könnte. Tonhöhen, zeitliche Ordnung, also dieses regelmäßige Tropfen, zum Beispiel eines tropfenden Wasserhahns. Und ich habe dann einen Transfer gemacht von der Natur quasi in die komponierte Situation, indem ich die Tonhöhen und die rhythmisch-metrische Konfiguration der Tropfen komponiert habe. Und das ist eben jetzt ein Experiment. Was kann man davon, also es ist auf einem ziemlich differenzierten Level dann ausgekommen, also es ist eine recht komplizierte Partitur auch. Was kann man dann im Dunkeln einerseits wahrnehmen, aber andererseits auch überhaupt kontrolliert aufführen? Das werden wir dann sehen.